natürlich voll mit Erfahrung. Hier ist ja alles neu. Es ist immer wieder interessant, mal rauszufahren nach Caçapá oder Asunción, sich das da mal anzugucken und immer wieder schön zurückzukommen, weil hier das Zuhause ist. Lustige Erfahrung war mit Sebastian zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein. Wir zusammen nach Independencia gefahren sind neulich mit seinem Auto. Und Sebastian ist ja auch schon, glaube ich, seit 4 Jahren jetzt hier. Wir sind zusammen mit seinem Auto gefahren. Die Achse, die war wackelig und klapperig. Und wir wären normalerweise als Deutsche damit gar nicht losgefahren. Das hat sich nur so angehört, genau. Und wir sind trotzdem losgefahren. Ich musste auf jeden Fall die ganze Zeit so lachen, weil diese Vorstellung, wie man sich einfach in diesem Land auch ein bisschen verändert und sich anpasst an das Land und einfach sagt, das geht schon alles, ne? Dass man sich nicht einfach so viel Sorgen um alles macht, sondern einfach sagt, das läuft schon. Das hat mir Sebastian sehr gut gezeigt. Weil man muss ja auch sehen, dass wir halt hier als Gemeinschaft zusammenwachsen und Sebastian kenne ich jetzt schon seit 3 Jahren. Und das ist halt ein toller Schatz, ne? Dass man einfach so viele nette Menschen hier hat. Ich habe heute gerade meinen Titel beantragt für mein Grundstück, also Unterschrift geleistet mit Erwin zusammen. War großartig, ne? Weil wir erwarten da seit, ich glaube, 7 Jahren oder sowas arbeiten die beiden daran, dass man hier einen Titel bekommt. Titel ist ja immer so eine Sache in Paraguay. Und man sieht, dass es einfach vorwärts geht. Das ist einfach Südamerika hier, so sehe ich das. Und hier passieren viele Sachen, die einfach so nicht immer geplant sind. Aber wir als Gemeinschaft kommen damit klar. Ich bin froh, dass man solche ungeplanten Sachen als Gemeinschaft erlebt und nicht irgendwo alleine draußen und dann draußen mit den Rechtsanwälten kämpfen muss, mit Notar kämpfen muss, mit Gericht kämpfen muss. Das ist, würde ich sagen, nicht ganz so leicht. Ich habe eigentlich nur 3 Videos gesehen, und zwar von Erwin und Silvia, und habe dann ganz schnell gesehen, wie die beiden so ungefähr funktionieren und habe gesagt, die mag ich, da komme ich mit klar, die Sichtweisen kann ich verstehen. Natürlich habe ich auch mal andere Sichtweisen wie Erwin, das ist ja auch ganz normal, und auch andere Sichtweisen wie Silvia. In meinem Leben festgestellt, dass man Menschen danach beurteilen muss, was sie tun. Und was die in diesen 7 Jahren, glaube ich, hier geschaffen haben, mit diesen Straßen, mit den ganzen Häusern, die in dieser speziellen Qualität sind, ich glaube nicht, dass es irgendwo noch andere Menschen gibt, die das auch so hinbekommen. Und das auch vor allem gegen diesen ganzen Widerstand. Ne? Das ist ja den beiden nicht alles leicht gemacht worden. Derjenige, der sich ganz gerne die Taschen voll gemacht hat, ist nicht mehr da. Ist ja nur ein Vorteil. Und ich bin jetzt froh, dass es bei Erwin und Silvia nicht der Fall ist. Das kann jeder direkt sehen, weil die wohnen immer noch in ihrem Haus seit, glaube ich, 5 Jahren jetzt oder so, machen das Projekt sehr selbstlos, gucken, dass alles funktioniert, und da ist der Beweis einfach da, dass die einfach immer noch so wohnen, wie sie seit 5 Jahren wohnen, und viele Siedler schon in ihren Häusern, in ihren Villen wohnen und die beiden immer noch in dem Haus sind. Also das ist halt, da braucht man gar nicht großartig mit irgendwelchen Verträgen kommen oder mit irgendwelchen Geschichten oder was hat Erwin gesagt, was hat Silvia gesagt. Man sieht es einfach direkt, dass die beiden zwar ihr großes Grundstück da fertig haben, aber noch kein Haus da steht. Das ist für mich der Beweis, dass die das einfach sehr, sehr selbstlos machen, die beiden. Und ich frage mich, wo es sowas sonst auf der Welt gibt. Und das macht dieses Projekt einfach absolut einzigartig, wie ich finde. Ne? Es musste alles so sein, musste alles so kommen, wie es gekommen ist. So ein Riesenprojekt mal eben so zu starten, geht einfach nicht mal eben so, zack, von jetzt auf gleich, gerade in diesem Land. Und somit wünsche ich Ihnen einfach weiterhin viel Glück, dass weiterhin alles so funktioniert, wie Sie sich das wünschen. Und ja, dass Sie auch mal irgendwann in Ihr eigenes Haus einziehen können, ne? Und da auch so leben können, wie die meisten von den Siedlern hier auch leben. Das wünsche ich den beiden sehr.